starten wir mit lächerlichem Warp 1. Ich habe es wirklich getan. Ich habe meine ersten zwei Platinen gefräst. Das hatte ich irgendwie schon länger im Kopf und jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben. Ein Freund wollte für sein Projekt eine kleine Platine haben und da habe ich das mal gestartet, das kleine Projekt. Ich sage noch mal kurz was dazu, was ihr auf dieser Reise entdecken werdet und was nicht. Also ich werde euch zeigen, wie man in Fusion eine Platine einstellt. Da geht es vor allem darum, wie man die Höhe von der Platine einstellt, also die Dicke von der Kupferschicht oben und unten, die Stärke von der Platine selbst. Es geht darum, wie ich Regeln aufstelle. Also da sagt man dann zum Beispiel, wie breit soll so eine Leiterbahn sein oder wie groß ist der Abstand zwischen den Leiterbahnen. Dann seht ihr natürlich auf jeden Fall den Kammteil. Das ist ja eigentlich so der Hauptteil. Also welche Frässtrategien kann ich anwenden, um die Leiterbahn zu fräsen. Da werde ich euch eine 3D-Fräsoperation zeigen, aber auch 2D-Konturfräsen. Und dann für die Spezialisten unter euch werde ich noch zeigen, wie ihr Platinen fräsen könnt, die uneben sind. Dafür werde ich dann die Frässtrategie Projizieren verwenden und vorher auch noch einen Scan, also einen Oberflächenscan von der Platine machen. Bei den Frässtrategien versuche ich so ein bisschen die Vor- und Nachteile herauszuarbeiten. Und was ihr natürlich auch noch seht, ist das Ganze auf der Maschine, also wenn die Platine gefräst wird. In diesem Video werde ich aber nicht auf den Schaltplan eingehen, also wie man einen Schaltplan entwickelt und das dann umsetzt auf eine Platine. Das könnte man noch mal in einer anderen Folge dann machen. Falls jemand interessiert, also die Platine, die ist für ein invertierendes Pendel. Also da geht es eher um so eine Regelungstechnikaufgabe. Ihr seht hier einen Stab, der jetzt nach oben steht und der nämlich umkippen soll und der Motor hier unten, der regelt das. Da oben haben wir einen Drehencoder, der die Position erfassen kann und über eine Regelung kann man halt eben den Stab jetzt oben halten. Ich werde es unten in der Videobeschreibung verlinken, falls jemand Lust hat, sich dieses Projekt anzuschauen. Also es ist ein Arduino-Projekt und wir bauen im Prinzip das, was hier ist, nach. Also die Platine hält den Motortreiber, den Widerstand, hier noch einen Kondensator und hier diesen Encoder. Das Ganze wird auf Stecker gelegt, so dass man das besser, sauberer verlegen kann. Fangen wir mal mit den Einstellungen der Platine an. Also ich habe eine Platine, die hat beidseitiges Kupfer und hier könnt ihr jetzt die Höhen einstellen. Ich hatte gedacht, meine Platine wäre 1 mm dick. Das war leider eine Fehlannahme, das werdet ihr später noch sehen. Also bei der ersten Platine ist noch einiges schief gegangen. Die zweite lief dann wirklich super gut durch, aber bei der ersten habe ich einige Fehler gemacht. Auf jeden Fall habe ich hier 0,1 mm fürs Kupfer eingestellt. Das ist eigentlich zu viel. Das ist aber die Tiefe, die später gefräst werden soll, um die Konturen zu bekommen in dem Kupfer. Habe ich das auf 0,1 mm eingestellt, weil genau da die Kontur ist, die ich fräsen will. Also ich will 0,1 mm tief reinfräsen. Obwohl die Kupferschicht nur 0,035 mm dick ist, habe ich hier 0,1 eingestellt. So, das wäre schon mal die erste Einstellung, dass ihr festlegt, wie dick eure Platine ist. Als nächstes würde ich die Regeln einstellen, also zum Beispiel wie breit die Kupferbahnen sind, wie viel Abstand die haben. Dazu geht ihr hier in die Designregeln rein und hier gibt es jetzt einiges an Einstellungen. Man sieht eigentlich immer ganz schön hier oben, um was es sich handelt. Ich habe das für verschiedene Fräse abgespeichert, also man kann sich die Einstellungen abspeichern. Das war jetzt, glaube ich, ein Stichel, der vorne eine Breite hat von 0,2 mm. Und da habe ich diese Werte eingestellt. Ihr müsst natürlich ein bisschen breiter als 0,2 gehen, weil der Stichel muss ja da reinpassen in diese Bahnen, die gefräst werden. 0,27 mm war bei mir ein gutes Maß für den 0,2 mm Stichel. Hier drüben auf der Seite habe ich auch noch eine Regel eingestellt. Die gilt dann, überprüft nochmal alle Kupferabstände. Ja, und das hat bei mir gut funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr das für einen Fräser gemacht habt, könnt ihr es hier oben abspeichern. Wenn ihr jetzt einen anderen Fräser habt,
der vielleicht andere Breiten braucht, dann könnt ihr euch einfach eine zweite Datei anlegen, die abspeichern und bei Bedarf natürlich auch wieder aufrufen. Ich öffne jetzt mal die Design Rules für den 0,5 mm Stichel. Und hier seht ihr, jetzt sind hier einfach andere Werte eingetragen. Und dementsprechend würden diese Werte jetzt beim Routen berücksichtigt. Nachdem man die Regeln festgelegt hat, kann man jetzt wieder zurück in den Entwurf gehen. Und jetzt könnte man die Bahn routen lassen. Ich hatte das schon einmal gemacht. Ich nehme die einfach nochmal raus. Also ich nehme einfach alle Verlegungen raus. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder neu routen lassen. Ich wähle jetzt hier Autorouter für die Ober- und die Unterseite. Und jetzt generiert er mir Bahnen. Es gibt verschiedene Lösungsvorschläge von ihm. Ich will jetzt einfach einen auswählen mit wenigen Durchgängen, also mit wenigen Vias. Zum Beispiel den hier. Muss man sich anschauen, welchen man am liebsten haben möchte. Ich wähle einfach mal einen aus. So, im Nachgang könnt ihr jetzt noch die Bahnen verlegen. Also man kann hergehen und das noch ein bisschen rüberschieben, wenn man will. Ja, bis man dann letztendlich eine Position gefunden hat, die einem gut gefällt. Ich habe ja eine Kupferplatine, die beidseitig Kupfer hat. Und da gibt es ein Bottom- und eine Top-Seite. Und die kann man sich hier auch anzeigen lassen. Wenn ihr damit fertig seid, dann können wir jetzt in den Kammteil gehen, also hier oben ins Fertigen. Jetzt können wir schon mal das ausblenden, was wir zum Fertigen nicht brauchen. Also diese ganzen Bauteile, die brauchen wir nicht. Also hier diese ganzen Packages, die kann ich erstmal ausblenden, die brauchen wir nicht. Beim Kupfer müssen wir mal gucken, welche Schichten wir brauchen. Die Leiterplatte brauchen wir auf jeden Fall. Dann haben wir das Kupfer, was hier oben liegt, und da ist noch die Kupferschicht, die unten ist. Schauen wir uns mal das Setup an von der ersten Seite. Für das Setup ist es wichtig, dass ihr jetzt unten beim Modell sowohl die Kupferfläche oben und unten auswählt und auch die Leiterbahn selbst. Die müssen ausgewählt sein, damit ihr die korrekte Höhe bekommt. Bei mir war es jetzt so, dass die Leiterplatte halt eben diese Größe hat, wie ihr sie gerade seht. Und aus dieser Leiterplatte schneide ich das raus. Also hier unten seht ihr die Modellgrößen, die Höhe von 1 mm, die ich ja falsch dummerweise eingegeben habe. Und hier oben seht ihr die Größen von dem Rohteil. Ihr müsst natürlich auch euren Nullpunkt setzen. Also ich habe den Nullpunkt jetzt da hinten hingesetzt auf das Rohteil. Ihr seht, ich habe an der Seite noch ein bisschen Versatz gelassen, weil das Ganze wird ja noch einmal als Konturfräsen außenrum aus dieser Platine ausgefräst. Und ich habe den Nullpunkt einfach auf das Rohteil gelegt, auf die Ecke von dem Rohteil. Das habe ich hier ausgewählt und hier mit diesem Button kann ich dann einen von diesen Punkten auf diesem Rohteil auswählen. Wenn ihr das Rohteil richtig eingestellt habt, dann geht es jetzt los mit den Frässtrategien. Also hier bei diesem Teil brauche ich einmal die Gravurfräsen. Das mache ich hier mit einer 3D-Kontur. Dann kommt das Bohren. Die Befestigungsbohrung habe ich nochmal extra gesetzt und zum Schluss soll das Ganze noch ausgefräst werden.
Und bei dem Bohren und bei dem Konturfräsen habe ich jetzt natürlich das Problem, ich habe eine Höhe von 1 Millimeter eingegeben, aber meine Platine hatte 2 Millimeter Höhe. Und da werdet ihr auch gleich sehen, was dabei natürlich dann schiefgegangen ist. Starten wir mal mit dem 3D-Gravurfräsen. Das findet ihr hier oben. Und das wäre jetzt hier die erste Fräsoperation. Und bei diesem 3D-Gravurfräsen habt ihr einen großen Vorteil. Ihr müsst nicht jede Bahn einzeln auswählen. Also beim 2D-Konturfräsen müsst ihr die einzelnen Bahnen wirklich alle auswählen. Hier bei dem 3D-Konturfräsen sagt ihr einfach, ich habe diese Umrandung, also zum Beispiel der Umriss von der Platine, und fräse alles, was in diesem Bereich ist und was tief genug ist, bis auf 0,1 mm runter. Also wir haben ja diese Leiterbahn modelliert, die sind jetzt ja hier 0,1 mm tiefer, weil das Kupfer 0,1 mm ist. Und er würde jetzt versuchen, mit dem Fräser hier zwischen reinzukommen. Klar ist natürlich auch, er würde nichts machen, wenn der Fräser nicht da reinpasst. Also die Bahnen müssen jetzt bei dem 0,2 mm Stichel ein bisschen breiter sein als 0,2 mm, weil er fährt ja ein Stückchen runter und der Stichel muss dann immer noch reinpassen, auch wenn er ein bisschen tiefer ist. Also einen größeren Durchmesser als die 0,2 mm hat. Das muss man vorher berücksichtigen bei dem Verfahren. Ansonsten ist es wirklich, es erspart einem ziemlich viel Arbeit bei der Auswahl von der Kontur. Ein Nachteil gegenüber der 2D-Kontur, des 2D-Konturfräsens ist, dass man hier einfach weniger Einstellungsmöglichkeiten hat, um im Nachhinein die Breite von den Leiterbahnen noch zu beeinflussen. Beim Isolationsfräsen sollte der Fräser ja nur genau einmal um die zu isolierende Leiterbahn fahren. Beim 3D-Konturfräsen kann es aber durchaus passieren, dass der Fräser mehrmals um die Leiterbahn fährt. Und das passiert genau dann, wenn der Abstand zwischen dem Kupfer größer ist, als der Fräser breit ist, weil beim 3D-Konturfräsen versucht Fusion hier alles Material auszuräumen. Und das ist natürlich unschön, wenn der Fräser jetzt 2- oder 3-mal um diese Kontur rumfährt. Das ist dann einfach unnötiges Fräsen und Zeitverlust. Ich lasse die Simulation mal kurz laufen und dann können wir auch noch mal direkt reinschauen in die Frässtrategie, was ich da eingestellt habe. Jetzt ist schon zu viel, es ist schon Sporen dabei, das wollte ich noch gar nicht machen. Ich wollte erstmal bei dieser Frässtrategie bleiben. Gehen wir mal rein. Ihr seht hier, ich habe ein Werkzeug ausgewählt, das ist ein Stichel mit 0,2 mm vorne. Wenn ich jetzt hier einen auswählen würde, der größer wäre, dann würde keine einzige Bahn generiert. Dann gäbe es keine Bahn, die gefräst werden würde. Ich kann es ja gerade mal machen. Also ich gehe jetzt mal rein hier auf einen, der hat 0,5 mm. Und jetzt fräst er zwar hier außen ein bisschen was, aber er fräst die Bahn nicht. Er geht nicht in die Bahn rein, weil er einfach zu breit ist, der Fräser. Er kommt nicht rein. Stellen wir wieder um auf den kleineren, schmaleren. Ja, und hier müsst ihr halt gucken, was bei euren Werkzeugen angegeben ist. Den fahre ich jetzt mit 600 mm pro Minute. Meine Maschine hat aber auch nur eine maximale Drehzahl von 12.000 Umdrehungen. Wenn ihr mehr Drehzahl habt, könnt ihr natürlich auch höhere Vorschubgeschwindigkeiten fahren. So, jetzt kommen wir zu den großen Vorteilen. Die Auswahl. Also ich habe hier nur einfach einmal außen diese Umrandung ausgewählt und sage ihm, alles, was da tiefer ist als 0,1 mm, das bitte ausfräsen. Er findet selbst die Bereiche, die er ausfräsen muss und ich muss ihm sonst nichts sagen. Also ich bin relativ schnell durch mit dem Konfigurieren von dieser Frässtrategie. Bei den Höhen habe ich jetzt diese 0,1 mm, die er reinfahren soll, die er maximal reinfahren darf, kann man auch sagen, eingestellt und sonst habe ich da, glaube ich, gar nichts eingestellt. Also das geht relativ zügig, diese Frässtrategie anzulegen. So, und jetzt hat er auch wieder alles drin, jetzt hat er auch wieder die Bahnen drin und das würde wieder funktionieren. Nach dem Fräsen der Bahn kommt dann das Bohren dran.
Auch das ist relativ einfach eingestellt. Zu den Werkzeugen sage ich nachher nochmal was, also welche Werkzeuge ich verwendet habe. Bei den Bohren ja auch wieder die Drehzahl einstellen. Eintauchvorschub habe ich jetzt relativ konservativ gewählt, da geht mit Sicherheit mehr. Ich habe es auch bei der Vorschubübersteuerung hier, das noch hochgedreht, das war zu wenig eigentlich. Er findet selbst die Durchmesser im Bereich von 0,5 bis 2 mm, muss ich also gar nicht auswählen, macht er alles für mich. Bohrungsgrund minus 0,2 mm habe ich eingestellt. War natürlich bei mir das Problem, ich habe die Platine mit 1 mm angelegt, sie ist 2 mm dick, also es wird nicht durchgebohrt. Das war natürlich auch ziemlich blöd bei der ersten Platine. Ja, da habe ich eigentlich sonst auch nichts mehr eingestellt. Befestigungsbohrungen, das sind die, die ein bisschen größer sind. Da brauche ich gar nicht mehr drauf eingehen, das ist das gleiche wie oben. Die Kontur, also ich habe jetzt außen mit einem Diamantfräser die Kontur gefräst, also das Teil ausgefräst. Aber hier natürlich wieder das gleiche Problem. Ich habe bei den Höhen ausgewählte Kontur minus 0,2 angegeben. War dann auch nicht durch, weil die Platine ja 2 mm und nicht 1 mm dick ist. Hier seht ihr noch meinen Fräser. Ich habe einen 2 mm diamantverzahnten Fräser dafür genommen, von Sorotec. Die zeige ich euch nachher nochmal. 420 mm Vorschub, das ging gut. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen schneller. Ja, und sonst war da eigentlich nichts. Also bei der Kontur habe ich einfach hier unten die Kontur ausgewählt und ja, Standard. Bevor wir jetzt zum Fräsen der ersten Seite kommen, zeige ich euch noch mal kurz die Werkzeuge, die ich bei Sorotec gekauft habe. Also einmal den Gravierstichel mit vorne 0,2 mm, einen mit 0,5 mm vorne hatte ich noch. Dann sind es die diamantverzahnten Fräser, 0,8 mm habe ich zum Bohren genommen, also auch zum Bohren funktioniert er ziemlich gut. Und mit dem 2 mm Fräser habe ich dann die Platine ausgeschnitten. Den 3 mm Fräser habe ich noch gar nicht bisher verwendet. Hier seht ihr jetzt nochmal die beiden Diamantfräser. Das ist der 2 mm Fräser, mit dem ich gefräst habe. Hier vorne ist noch ein bisschen Material dran. Und das wäre jetzt der 3 mm. Da sieht man diesen Fischschwanzanschliff sehr schön. Ja, jetzt gehen wir mal weiter rüber zu den Sticheln. Ja, hier sieht man jetzt ganz schön den Unterschied. Das hier ist einer, der hat vorne einen Durchmesser von 0,5 mm. Der ist auch ein bisschen schmaler. Und hier habe ich den 36 Grad Stichel mit diesen 0,2 mm. Und mit dem habe ich das Ganze hier auch gefräst. Ja, ich denke mal, er kennt jetzt noch keinen Verschleiß oder sowas an der Spitze. Ich glaube, das sieht noch wirklich gut aus. Also diese paar Bahnen haben dem jetzt, glaube ich, nicht so sehr zugesetzt. Bevor wir mit dem Fräsen anfangen können, muss ich mir noch den Nullpunkt holen. Dafür verwende ich meine Eigenbaukamera. Also ich nehme die Canon den X und Y auf und habe damit meinen Nullpunkt. Hier seht ihr dann, wie es in der SIM-CNC aussieht.
Nach dem Fräsen der ersten Seite sind mir meine Fehler erst aufgefallen. Also die Platine ist nicht durchgefräst, die Bohrung natürlich auch nur bis zur Hälfte. Und der nächste Fehler, den ich gemacht habe, ich habe die Platine gleich von der Maschine runtergenommen. Ich hätte sie ja drauf lassen können und einfach das Fräsprogramm nochmal anpassen können und einfach nochmal durchlaufen lassen. Ja, da war ich ein bisschen schnell, aber aus Fehlern lernt man ja. Das bedeutet natürlich auch, dass ich bei der zweiten Seite nochmal das Konturfräsen für die Außenkontur mit aufnehmen muss und dass ich die Bohrung später auf der Bohrmaschine dann durchbohre. Für die Ausrichtung der Platine in der Aufspannung, der zweiten Seitenaufspannung, habe ich dann ein paar Bohrungen angebracht und die werde ich mir dann mit meiner Kamera holen und über ein G68 das Koordinatensystem entsprechend drehen, sodass das Koordinatensystem auf die aufgeklebte Platine, die ja von mir nicht ausgerichtet wird beim Aufkleben, dass das Koordinatensystem dann wieder passt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Seite 2 an im Fusion. Ja, ich sehe gerade, das Koordinatensystem hatte ich beim Fräsen eigentlich hier liegen. Das habe ich anscheinend nachträglich nochmal geändert. Ich habe das Rohteil hier schon kleiner eingezeichnet, obwohl es ja noch groß ist. Also es hängt ja noch an der ganzen Platte, es wurde ja nicht durchgefräst. Aber das ist jetzt für die Fräsoperation nicht so wichtig. Also ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal Konturfräsen machen, also einmal außen rum, weil es nicht durch war. Dann das 3D-Konturfräsen, das bleibt, das haben wir ja eben uns schon angeguckt. Ich habe hier schon ein Beispiel drin für 2D-Kontur, aber 2D-Kontur und Projizieren für das Fräsen der Fräsbahn, das wird, glaube ich, in dem Teil jetzt zu viel. Das hebe ich mir auf für den nächsten Teil. Was wir uns noch angucken können, wäre das Projizieren der Schrift. Also oben dieses Anton CNC, das gucken wir uns gleich jetzt nochmal gemeinsam an, wie ich das gemacht habe. Den Schriftzug, den habe ich jetzt in der Konstruktion hinzugefügt. Also ich gehe nochmal hier auf die Konstruktion und da gibt es diese Skizze. Und in der Skizze habe ich einen Schriftzug hinzugefügt. Also da kann man hier einen Text erstellen. Darüber kann man den Text hinzufügen. Und dann gebt ihr hier einen Text ein. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Den Text müsst ihr in diesen Hochkommas eingeben. Und ihr müsst auf die Schriftart achten. Also bei der Schriftart nimmt man diese SHX-Schriften. Das sind diese linienförmigen Schriften. Die sind sehr gut fürs Projizieren. Gehen wir jetzt mal in die Frässtrategie Projizieren rein. Ich habe wieder meinen Stichel mit vorne 0,2 mm verwendet. Ich habe bei der Kurvenauswahl die Schrift ausgewählt. Bei den Höhen habe ich hier 0,1 von der Modelloberkante eingetragen. Und hier habe ich noch einen axialen Versatz von 0,1 mm hinzugefügt. Und damit wird diese Kontur gefräst, also die Schrift wird gefräst. Wir können es auch gerade nochmal anschauen. Damit sind wir jetzt mit der ersten Platine im Fusion durch und ich zeige euch jetzt noch, wie ich die zweite Seite aufgespannt habe, wie ich das Koordinatensystem mit G68 eingestellt habe, wie die Platine gefräst wurde und wie ich die Bohrung auf der Bohrmaschine angebracht habe. Auch da gab es noch ein Problem, was ihr gleich sehen werdet. Ich habe ja eine selbstgeschriebene Kamera-App und die hat ein G68 eingebaut. Mit diesem G68 nehme ich jetzt 2 Punkte auf der X-Achse auf, die beiden Mittelpunkte von 2 Bohrungen, die ich zwischendurch auf der Bohrmaschine gebohrt habe. Daraus bilde ich eine Gerade und dann nehme ich noch den Mittelpunkt von einer weiteren Bohrung auf der Y-Achse auf und durch diesen Punkt lege ich eine senkrechte Gerade auf die erste Gerade. Damit habe ich dann meinen Nullpunkt.
Die Bohrungen sind stark ausgefranst. Das lag daran, weil ich die auf Holz gebohrt habe. Besser ist da eine feste Unterlage, Alu oder eine alte Kunststoffplatine. So, jetzt wurde das Koordinatensystem gedreht und der neue Nullpunkt gesetzt. Zurzeit liegt der Nullpunkt noch auf der unteren linken Ecke, aber in Fusion hatte ich den Nullpunkt auf den Mittelpunkt einer Bohrung gesetzt und das müssen wir jetzt gerade noch erledigen. Es ist einiges schiefgelaufen bei der ersten Platine, was vor allem an der falschen Dickenangabe lag. Meine zweite Platine lief dann aber einwandfrei durch. Werfen wir zunächst nochmal einen genaueren Blick auf die Leiterbahn. Man sieht, dass das Kupfer bei einigen Bohrungen ausgefranst ist. Das lag vor allem daran, weil ich es auf einem weichen Untergrund, einem Holz, gebohrt habe. Außerdem sind einige Bohrungen auch leicht nach rechts versetzt. Was bestimmt auch daran lag, dass ich meine Nullpunkte über ausgefranste Bohrungen festgelegt habe und dort keine scharferen Konturen hatte. Bei der zweiten Leiterplatte gehe ich beim Bohren ganz anders vor und erziele dort auch ein deutlich besseres Ergebnis. Die Fräsbahn an sich finde ich eigentlich okay. Hier und da sieht man ein paar leichte Ausfranzungen. Aber ihr müsst auch bedenken, wir gucken uns das Ganze gerade unter einem Mikroskop an. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Kommentare oder konstruktive Kritik wird natürlich auch immer gerne gesehen. Im nächsten Teil stelle ich euch dann noch das 2D-Konturfräsen mit seinen Vor- und Nachteilen vor. Eine weitere interessante Frässtrategie ist das Projizieren, was man insbesondere bei unebenen PCBs verwenden kann. Bis zum nächsten Mal, euer Anton. Ciao.